Hallo und willkommen auf meinem klimplastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Lumibrix mitgebracht. Die L9063 mit 1248 Teilen Troop Carriage Middle Age. Hier die Box. Schöne Lumibrix Box, Airplane Box. Von der Seite die Figuren und von hinten zugeklappt und aufgeklappt. Hier steht 2 in 1. Ich würde eher sagen 4 in 1. Kommen wir zur Bauanleitung. So, hier das Bild von der Bauanleitung. Die Bauanleitung hat 280 Seiten. Aber davon sind nur 249 Seiten quasi der Bau. Danach kommen die verschiedenen Szenerien, die man aufbauen kann. Es hat 6 Bauabschnitte, 306 Bauschritte, macht etwa 4,1 Teil pro Bauschritt. Schauen wir mal rein. Am Anfang wieder ein paar schöne Bilderchen mit so einer Geschichte. Ja, und den ganzen Szenerien. Und dann kommen halt die Sicherheitsanweisungen auf verschiedenen Sprachen. Und irgendwann fängt man dann hier an zu bauen. Die Bauanleitung macht gar keine Probleme. Sehr detailliert, große Bilder, kleine Bauschritte. Und dann zeige ich euch doch das am Ende. Quasi, man zeigt es dann mal so, wie es noch in den verschiedenen Szenerien aufgebaut werden kann. Ja. Ich habe diesmal wieder mit PDF gebaut in meinem Speedbuild. Das werdet ihr später sehen. Ich habe die Zukunftstechnologie gefunden, dass ich einfach das PDF einblenden kann, während ich baue. Somit habe ich viel mehr Platz auf dem Tisch. Bin super glücklich, dass ich das geschafft habe. Maße. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ist es jetzt nicht, aber schwer zu messen. Ich habe mich entschieden, einfach die Maße von der Kutsche quasi zu geben, weil man kann es so verschiedene Sachen aufbauen, dass es kaum anders geht. Also, die Länge ist 34 cm, die Höhe ist etwa 20 cm und die Breite 14 cm. Und je nachdem, wie man das dann aufbaut und dass man dann runter tut, was wir dann später alles zusammen machen, ändert sich dadurch die Größe. Der Preis auf der Original Lumibrix Webseite kostet das Set 83 €, macht 6,65 Cent pro Teil. Ja, mit Rabatt also ich habe bis jetzt noch keinen Rabatt gesehen, aber bei Lumibrix wird es immer irgendwelchen Rabatt geben, 20% oder so. Ich habe jetzt mal 20% ausgerechnet, wären das so 66,4 € und 5,32 Cent pro Teil. Ich habe dieses Set netterweise von Lumibrix zur Verfügung bekommen. Danke dafür. Ich zeige euch jetzt kurz die Beleuchtung. Dafür kann man das hier oben abnehmen. Und hier zieht ihr nicht viel, weil man muss es erstmal aufmachen. Tada! Ich werde euch später noch so kleine Videos einblenden, wo das Ganze beleuchtet ist. Aber was ich euch zeigen will, es hat wieder, wie beim Horse Table, so diesen Sensor. Also der ist hier. Und wenn man da drauf drückt, ich glaube, dann werdet ihr das jetzt sehen. Wow! Da geht das Licht an. Und geht wieder aus. Ja! Die Kutsche ist jetzt leer. Aber dafür haben wir all diese Sachen hier, die wir dann später befüllen. Aber bevor wir das alles zeigen, kommen wir zum Speedbuild und danach sehen wir uns wieder.
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Also es leuchtet immer noch. Ich mache das Licht erstmal aus. Ach ja, hier habe ich ja auch noch was versteckt. Das gehört hier nicht hin. Es hat sehr, sehr viele, ja, wie sollte man sagen, Zubehör. Sehr, sehr, sehr viel Zubehör. Man kann diese Kutsche dann hier runternehmen. Ich hoffe, ich mache da jetzt auch nichts kaputt. Genau. Zeigen wir erstmal den unteren Teil. Schön stabil gebaut. Guck, so. Hier mussten wir nochmal Räder dazu, weil wenn das da drauf steht, das hat schon Gewicht. Das hier sind die Pferde. Ich werde euch davon auch noch was einblenden. Und ja, dann könnte man sagen, man hat 3 Tiere, außer man rechnet dieses Metallic Goldhuhn dazu. Und schaut euch gleich mal an, wie das hier aussieht in Metallic Gold. Echt geil. Also die Drucke auch, die sind so schön gemacht, Wahnsinn. Und auch diese ganzen Wappen, alles verschiedene Prints. Muss man nicht erwähnen, was bei Lumibrix mittlerweile alles nur geprintet ist. Und hier hinten kann man auch sehen, nicht nur das Metallic Gold ist, sondern auch noch bedruckt. Geil. So, dann die Kutsche brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich tue die halt auf die Seite. Die ist ja nur für den Transport gedacht. Ich blende euch jetzt mal die Minifiguren ein. Da könnt ihr sehen, haben wir so, ja, Ritterschauspieler. Also ich würde alles sagen, dass es Schauspieler sind. So der Cowboy mit dem Hut und Zettel und Feder. Da haben wir eine Prinzessin. Da haben wir auch noch ein Mädchen, so mittelalterlich gestaltet. Und so Robin Hood-Typ mit Pfeil und Bogen. Also keine Biprints, aber Oberkörper sind alle geprintet. Schöne Kopfbedeckungen haben alle. Vorne und hinten ist der Oberkörper bedruckt. Ja, und vorne auch diese schöne Wappen. Auch schön bedruckt. Schöne Minifiguren von Lumibrix. Wenn man dann das hier aufmacht, ist das so gedacht, dass man die Bühne, weil das ist ja eine Bühne, da drauf steckt. Und man kann dann verschiedene Szenerien nachspielen. Ich werde hier jetzt ein bisschen die Details von innen rausholen. Ich würde sagen, das ist so wie ein Instrument, wo die Musik machen können. Und unten sind hier auch für eine Szenerie so Kristalle drinnen. Kann man das hören? Oder? Also sind so kleine Round Bricks drinnen, damit das Geräusche macht. Und hier haben wir dann quasi Waffenarsenal. Na, will das nicht runter? So. Oh, nett gebaut. Aber zeige ich euch später alles im Insert aus der Nähe. Und da habe ich auch jede Szene einmal aufgebaut. Und dann kommentiere ich nochmal was dazu. Was ich euch nur kurz zeigen will, oder machen wir so. Ich blende euch jetzt die verschiedenen Szenen ein. Und danach sehen wir uns wieder. Bis dahin baue ich eine auf. Bis gleich. Hier sehen wir jetzt, ja, der Drachenkampf im Wald mit dem Fass vorne und den Diamanten im Sarg. Und gleich danach sehen wir jetzt das Mittelalter-Szenario mit dem Robin Hood, wie ich ihn nenne. Und am Ende hier der Drachenkampf mit den durchsichtigen Teilen. Das wird auch in der Bauanleitung so gezeigt, kann man das nachspielen und dann kann man das Feuer aus dem Drachenmund auch ein bisschen tauschen. Spielspaß und Display ohne Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das wäre jetzt eine Szene.
die ihr auch sicher im Video gesehen habt. Ich mache mal das Licht an. Das ist quasi der Drachenkampf im Wald. Ja, und hier kann man auch das Licht anmachen und dann sieht man, wie es von hinten noch beleuchtet wird. Also hier auch noch, nochmal, dass ihr seht. Na, geht's aus? Ja, geht aus und wieder an. So. Dafür haben wir solche zwei verschiedene Sachen. Die kann man dann tauschen. Na, willst du rein? Geh rein. So. Und dann gibt es so einen kleinen Knubbel hier, dass es besser hält. Und hier diese Fenster kann man einfach so tauschen. So. Oh, geht rum. Also ich glaube, dass ich das da schöner eingefangen habe in den kleinen kurzen Video. Ja, und dann kann man sich seine Display ja auf verschiedene Weise aufbauen. Da hat man einmal den Drachenkampf, dann hat man einmal quasi hier, man könnte auch hier die Prinzessin hin tun, oh, er rettet die Prinzessin. Oder man könnte auch Robin Hood hier, keine Ahnung, wen soll er denn ausrauben? Ja, vielleicht ihn, dass der Robin Hood ihn ausraubt, da habt ihr auch hier Pfeil und Bogen und alles. Kann man verschiedene Szenerien nachspielen. Und wenn man es auch ins Regal tut, dann ja, kann man jeden Tag, ja okay, vielleicht nicht jeden Tag, aber einmal die Woche man tauschen. Und wie gesagt, dann gibt es diese Szenerie, dann Waldszenerie, dann Mittelalterstadt-Szenerie, dann gibt es auch, das habt ihr auch im Video gesehen, man kann auch nachspielen, dass man da mit dem Drachen kämpft. Also, ich finde es echt kreativ, super cool. Leider bin ich nicht so der Mittelalter-Typ, aber was geil ist, das muss ja jetzt nicht unbedingt in einer Mittelalterstadt sein. Man kann das ja quasi so aufbauen, dass wie Auftritt, wie ein ja, Theaterstück. Da geht das Theater halt auf der Kutsche in die Stadt und wir haben hier eine Mittelalter-Vorführung. Und das passt dann wieder. Das könnte man auch in eine moderne Stadt zeigen, das könnte man sogar in die Westernstadt zeigen, in der Westernstadt zeigen. Und das gefällt mir dann wieder, weil das Set kann man in andere Stadtabteile auch integrieren und so halt seine Stadt ein bisschen beleben. Was kann ich noch zu diesem Set sagen? Also das bekommt man dann auch noch dazu, alles. Und Details wieder ohne Ende. Ich weiß nicht mal, wo das alles hier stand. Versuche das so ein bisschen einzupacken, während ich hier rede. Der Bau hat circa 3 Stunden gedauert. Ging locker flockig von der Hand. Ich habe ein bisschen Farbseuche gefunden, wenn man das so nennen will. Aber nicht, wo man es sehen kann, sondern wenn man jetzt hier so runternimmt. Da gibt es und da unten gibt es auch so knallrot etwas. Aber da kann man auch sagen, hey, man sieht es wirklich am Ende gar nicht. Also geht das in Ordnung. Stabil gebaut, wie man sieht. Und ich finde es eine echt coole Idee, wenn ihr so Theaterstücke mögt und es dann bei euch ausstellt. Ich finde, da gibt es nur Gewinner. Wenn es euch das gefällt, haut rein. Gerne könnt ihr auch über mein Affiliate-Link was kaufen. Da, glaube ich, habt ihr mit dem Code Klinktastisch 10% Rabatt. Aber wenn ihr das erste Mal bei Numibrix einkauft, glaube ich, habt ihr sowieso 12% Rabatt. Kommentiert gerne, lasst ein Like da, ein Abo. Und ihr könnt mir ja gerne kommentieren, wie euch das Speedbuild jetzt gefällt. Vor allem die meine älteren Videos auch kennen. Ob euch das so gefällt oder halt nicht. Ich habe jetzt so mit 2 Kameras versucht zu arbeiten. Ich versuche mich ja immer wieder zu verbessern. Und ja, mit diesen ganzen Einblendungen, die ich dann jetzt alle noch einfügen werde ins Video. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.